So Leute, wir sitzen jetzt im Bus auf dem Weg nach Aso. Und wir wollen heute mal zum Vulkankrater wandern. Nach einer teuren 2-stündigen Busfahrt in 2 Bussen für 11.140 Yen kamen wir am Infocenter an. Doch da lief natürlich erstmal wieder gar nichts wie geplant. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind am Startpunkt angekommen. Hinter uns ist das Information Center. Wir haben jetzt Ewigkeiten gebraucht, um rauszufinden, dürfen wir da lang gehen und vor allem, wo müssen wir rein? Das ist wieder mal überhaupt nicht ausgeschildert. Wir haben dann jetzt jemanden gefragt und jetzt, nachdem er uns gesagt hat, wo wir lang müssen, hinter so einem Zaun haben wir hier das erste Mal ein kleines Schild gefunden. Aber naja, wir sind jetzt drauf auf dem Pfad und wir hoffen, dass wir weiterkommen, weil eben kam die Durchsage, dass jetzt alle Areas am Krater gesperrt sind wegen Gasbildung. Hier entstehen nämlich kontinuierlich Schwefelgase, die die Natur dort geprägt haben. Übrigens ist der Mount Aso einer der größten aktiven Vulkane weltweit. Ja, sowas wäre mal schön gewesen da vorne. Ja, wer dachte, das war's jetzt mit Komplikationen? Falsch gedacht. Wir kriegen jetzt hier irgendwie seit gefühlt 5 Minuten irgendwas auf Japanisch erklärt, aber keiner versteht, was die von uns will. Es ist halt hier Straßensperrung, aber wo jetzt mal hier so ein Weg ist, keine Ahnung, ehrlich. Ich glaube, hier wandert einfach niemand. So, wir sind jetzt einfach mal da bestimmt 10 Minuten gewesen. Die hat uns voll gelabert. Wir haben immer wieder nachgefragt, ja, wir wollen aber ja nicht in die Zone, wir wollen ja diese Wanderroute gehen. Und dann fing sie wieder von vorne an. Und jetzt hat sie uns reingelassen. So, hä? Wo ist da der Sinn? Dann konnte es endlich losgehen. Oh, das ist mein Wanderweg hier. So mögen wir das. Du darfst übrigens nicht. Der alte Mann braucht einen Wanderstock. Ja. Oh, wie hübsch. Guck mal, wie schön die Aussicht hier. Ah, Nakadake, Takataka. Takatake. Nakadake, Takatake. Nakadake, Takataka. Takataka. Das ist voll der Zungenbrecher. Nakadake, Takadake. Nakadake, Takataka. Nakadake, Takadake. Machen wir so schnell wie die Frau. Nakadake, Takadake. Ja, siehst du, schon verkackt. Noch gar nicht. Doch. Hier kommt mal das Wasser. Das ist kein Wasser. Oh, das ist dunkler Sand. Kommt nicht mal Wasser von unten durch die Wände. Schnauze. Das sieht voll geil aus. Ja. Meinst du, das ist alles Asche? Nein. Durch die Schwefelgase gibt es hier kaum Vegetation. Doch der Kontrast von schwarzem Sand und gelbem Gras beeindruckt uns sehr. Ja, voll der geile Weg. Das ist ja viel geiler als der andere. Ja, natürlich ist der geiler als der andere. Das andere war ja auch teer. Das sieht richtig Sieht schon cool geil aus hier. mit dem schwarzen Sand und den gelben Gräsern. Ja. Sieht richtig cool aus. Nakadake, Takatake. Takadake. Da war nicht so viel Müll. Nakadake, Takatake. Nakadake. Er kann das nicht lassen. Takatake. Er ist die ganze Zeit Geht nicht. babbeln. Das geht einfach nicht. Nakadake, Takadake. Nakadake, Takatake. Schatz, Ich will es einmal richtig schaffen, es klappt einfach nicht. dann hör auf, es zu versuchen. Das ist die richtige Einstellung. Du schaffst es nicht direkt, hör einfach auf, es zu versuchen. Ihr könnt den Namen vermutlich auch schon nicht mehr hören, aber hier ein paar Infos zum Nakadake. Krater. Dieser Krater ist der einzige aktive von 17 Vulkankegeln am Berg Aso und hat sich in 4 großen Ausbrüchen vor 300.000 bis 90.000 Jahren gebildet. Er gehört zu den aktivsten Vulkanen Japans. Sein letzter Ausbruch war 2021. So, gerade hat man noch von unten gehört, der Lautsprecher. Und geguckt, die Kraterzone ist zum Teil jetzt wieder begehbar. Also könnten wir jetzt da hochwandern. Ich hier. Tansania-Flashbacks. Ist ja noch oder den Guy. Der alte Kraterrand des Aso hat einen so großen Umfang, dass der Vulkan zu den Vulkanen der Superlative gehört. Der Nakadake ist dabei nur ein sehr kleiner Teil im Inneren.
Jetzt geht's hier mal runter. Die Wandercrew is on the way. Also, erstes Zwischenfazit. Hier ist auf jeden Fall richtig schön. Ist auf jeden Fall was Besonderes. Also, das haben wir so jetzt auch noch nicht gesehen. Mit dem dunklen Sand und auch durch die Herbstsaison ist halt alles, das ganze Gras und so, ist alles so schön orange. Also die Berge sehen dadurch schon ganz besonders toll aus. Mein erstes Zwischenfazit ist Nakadake Takadake. Ich bin mal gespannt, ob wir es noch zu diesem Krater da schaffen. Weil jetzt gerade sind wir ja nicht so auf dem richtigen Pfad. Wir haben uns nur leider ein bisschen vertan mit dem Wetter. Es sollte laut App heute noch sonnig sein. Ist es nicht. Und dementsprechend sind wir ein bisschen dünn an. Also es ist kalt hier oben. Also in Kumamoto war es deutlich wärmer als hier in diesem Berggebiet. Nur so als Side-Info. So Leute, wir sind scheinbar jetzt genau in der Windrichtung von dem Krater. Und man kann jetzt so richtig diesen Schwefelgeruch riechen. Also deswegen wird das ja auch manchmal gesperrt, weil es dann einfach zu viel ist und gefährlich werden könnte. Mit so einem Anstieg hätte ich nicht gerechnet. So, kurze Pause. Ist ganz schön anstrengend. Ist jetzt hier so ein komischen Calorie-Made-Riegel. Und genießen die Aussicht. Der Anstieg war nun sehr steil und man musste lange über diese Felsbrocken hier laufen. Das erklärt wohl, warum hier nicht allzu viel los war. Für Wanderfans ist das aber auf jeden Fall das Richtige. Also hier ist es gerade richtig dolle steil. Also man hat auf jeden Fall so ein bisschen Oldonyo Lengai Flashbacks. Haha, es ist ja auch ein Vulkan, ne? Ich glaube, es dauert nicht mehr so lange, bis wir diese Spitze hier erreicht haben. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, guckt euch diese Aussicht an. Ist das nicht der Knaller? Hier kann man jetzt im Hintergrund den im Durchschnitt 400 Meter hohen Kraterrand erkennen. Da wird einem das Ausmaß dieses Vulkans erstmal richtig bewusst. Also, wir müssen mal sagen, der Herbst lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen, weil man hat hier einfach diese tollen Farben. Dann kommt der rote Stein noch dazu. Das ist echt absolut cool. Ja. Da denkst du, wenn du da über die Klippe gekommen bist, bist du oben, ne? Boah, und dann drehst du dich um. Was ist das? Es geht noch weiter. Also, let's go! Weiter nach oben. Oh Gott, ist noch voll weit. Oh, wie beim Schrecksee, ne? Ah, guck mal, da ist jetzt bestimmt der See. Nee. An der nächsten Klippe, da muss er jetzt sein. Wieder nicht. Leute, der Krater ist jetzt zu erkennen. Schaut euch das mal an. What? Wir sind jetzt auch fast da oben. So, wir erreichen jetzt den Punkt, wo man den Krater wahrscheinlich richtig gut sehen kann. Ich sehe schon den Rauch. Ja moin. Das ist echt groß. Huhu. Oh, ist das windig. Es ist super windig hier. Also die Landschaft hier ist wirklich was ganz Besonderes. Man hat das Gefühl, man ist auf dem Mars. Ohne Scheiß. Ich hätte nie gedacht, dass mich so eine karge Landschaft mal so beeindrucken würde.
Leute, nehmt auf jeden Fall warme Sachen mit, denn hier oben ist es scheiße windig und echt kalt. Also wir sind noch mit dünner Strickjacke los und jetzt springen wir schon mit 2 Jacken. Also darf man nicht unterschätzen. Aber ich meine, hallo, diese View ist halt auch geil, ne? Alter, das ist windig. Oh. Ich frage mich immer wieder, warum wir so viel wandern, ne? Aber wenn man dann auf der Spitze steht, dann weiß man wieder, warum man den ganzen Scheiß auf sich genommen hat und da hochgelatscht ist. Weil die Aussicht ist einfach mal geil. So, das haben uns jetzt irgendwie alle gesagt, so hier ist One Way, kann man nicht weitergehen. Aber wir haben ja jetzt den Weg gefunden und wir werden den jetzt auf jeden Fall auch gehen. Und ich hoffe sehr, dass wir dann auch am Parkplatz wieder ankommen, weil falls wir das nicht tun sollten, wird es knapp. Der letzte Bus fährt nämlich um 16 Uhr. Wenn wir da lang gehen und am Ende geht es da doch nicht lang, dann sind wir auf jeden Fall gefickt. Zur Info, hier gibt es nachmittags der einzige Bus, der fährt zu uns nach Kumamoto. Fährt um 16 Uhr, was halt echt scheiße ist, weil der Park, der ist bis 17.30 Uhr zu dieser Jahreszeit geöffnet. Allerdings fährt dann der letzte Bus um 16 Uhr. Das macht gar keinen Sinn. Also muss man sich dann schon die Zeit gut einteilen, dass man den dann auch kriegt. Es gibt noch andere Busse, die dann wieder zur Aso Station fahren. Da muss man halt dann wieder umsteigen. Alternativ gibt es von der Aso Station dann auch noch die Hoji Line, also den Zug. Wir probieren das jetzt mal. Wir haben jetzt nochmal mit Google Maps und AllTrails gecheckt. Es gibt diesen Weg definitiv. Wir haben ihn auch schon gefunden. Es läuft hier halt nur keiner lang außer uns. Wir werden den jetzt trotzdem laufen, weil da lang ist es nur noch eine Dreiviertelstunde wieder zurück bis zum Ausgangspunkt. Und sonst müssten wir all die Strecke wieder hoch und runter laufen. So, man sieht da unten, da ist der Pfad. Da werden wir uns jetzt drauf begeben und wir hoffen mal, dass wir ankommen. Wir werden aber auf jeden Fall darauf achten, dass wir uns nicht zu sehr diesem Krater nähern, ne? Dass es nicht so gefährlich wird. Hat hier übrigens auch so ein richtiges Lost Place Feeling, weil hier oben, da ist so eine total abgeratzte Hütte. Und da hinten steht ein Mast, der sieht aus, als wäre das mal so ein Mast von einer Gondel oder so gewesen. Der ist komplett verrostet. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Hier ist nämlich die Wegmarkierung. Da kommen wir quasi her. Also geht es hier auch weiter. So, und hier geht es nämlich noch woanders lang. Es kommt natürlich wieder, wie es kommen musste. Wir haben das Schild hier gerade auf dem Boden gefunden. Hier, die Schnur ist zwar nicht mehr gespannt, aber das ist genau der Weg, wo wir jetzt lang gehen wollten, der laut Google und AllTrails benutzt werden kann. Jetzt stehen wir hier. In die Richtung ist es noch eine Dreiviertelstunde, in die andere Richtung bestimmt wieder 2,5, 3 Stunden. Ja, was für eine blöde Scheiße, ey. Die Ausschilderung hier ist wirklich für den Müll. So, kurzes Update. Wir haben uns jetzt dann dagegen entschieden, weiter den verbotenen Pfad zu gehen, was sich für uns nicht erschließt, weil die Gaswolke genau in die andere Richtung zieht, also in die, wo es erlaubt ist, lang zu gehen. Naja, jetzt müssen wir halt den ganzen Scheiß wieder zurücklatschen. Ist ja nicht so, kann man nichts dran ändern. Wenn die das hier alle so scheiße ausschildern, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr. Sonst steht hier überall 50 Mal, da darfst du nicht lang. Hier Kreuz, da X, alles rot markiert. Da an der Schranke, ihr habt es am Anfang gesehen, die Frau, die da 5 Minuten auf uns eingeredet hat, dass wir bloß nicht in diese Zone gehen sollen. Ja, und hier am anderen Ende nix. Wir sind jetzt wieder am Fuße des Berges angekommen. Wir gehen jetzt noch mal eben an den Kraterrand. Vielleicht können wir dann mal reingucken, weil von oben konnte man das jetzt nicht ganz so gut sehen. Wie man sieht,
kann man hier auch bis komplett zum Kraterrand mit dem Auto fahren. Wir hatten richtig Glück. Man sieht, hier ist es total die Nebelwolke. Da hätte man nicht mal so eine schöne Aussicht gehabt. Okay, wir sind da. Es stinkt. Es stinkt Todes. Und ui. Ja, oh, es stinkt so sehr. Also gar nicht geil. So, wir sind jetzt im Bus. War eine lange Wanderung, aber auch eine coole Wanderung. Die einzige Kacke ist halt, dass man keinen Rundweg gehen kann und man dann den gleichen Weg wieder zurückgehen muss, wie man gekommen ist. Was ein bisschen, ja, nervt. Also man hat quasi 3 Stunden Wanderroute und anstatt die letzten 40 Minuten noch zu gehen, geht man diese 3 Stunden wieder zurück. Aber alles in allem war es eine richtig gute Tour.